Hallo Freunde der bunten Klemmbausteine und willkommen zum großen Jahresrückblick 2024. In ein paar Tagen ist es auch schon wieder soweit und das Jahr neigt sich seinem Ende zu. Also genau der richtige Zeitpunkt, noch einmal innezuhalten und einen Blick auf die Highlights der vergangenen 12 Monate zu werfen. Wir starten mit unserem Jahresrückblick auf der Brick Avenue. Denn hier wurde in der Ausgabe 191 der LEGO World der Bereich rund um den Zeitungskiosk neu gestaltet. Neben ein paar Holzbänken spendierten wir unseren Stadtbewohnern auch eine nagelneue E-Bike-Ladestation. Zu den ersten Lego-Sets des Jahres gehörten neben der Londoner Telefonzelle und dem Lego City Arktis Forschungsschiff auch der Ornithopter aus den Dune-Filmen. Im Februar tauchten wir in Sachen LEGO World hinab zu unserem Korallenriff und errichteten dort den ersten Teil eines alten Schiffswracks. Des Weiteren zog an der Brick Avenue ein kleines Postamt in den letzten Bahnbogen ein. Neben einigen kleineren Lego City Sets stellten wir euch außerdem auch den mittelalterlichen Stadtplatz und das 5. Lego Haus Exklusivset vor. Auch in diesem Jahr startete mit den Hildesheimer Steinwelten für uns die erste Lego-Fan-Ausstellung des Jahres. Neben zahlreichen Mocks und beeindruckenden Landschaften aus Legostein gab es auch ein buntes Rahmenprogramm und einige bekannte Gesichter aus der Klemmbaustein-Szene zu sehen. Als neue Lego-Sets stellten wir euch dann in der Themenwelt Creator 3 in 1 einen Astronaut im Weltraum vor und zeigten euch die beeindruckende Batman-Skyline von Gotham City. Natürlich wurde auch fleißig an unserer Stadt weitergearbeitet und so bauten wir nicht nur die Eisenbahnstrecke weiter aus, sondern statteten auch die Bahnbögen mit Licht aus. Anfang April durften wir, wie bereits im letzten Jahr, erneut einen ganzen Tag lang zu Gast sein auf der Bricks am Meer Lego Fanausstellung in Bad Zwischenahn. Neben tollen Modellen und riesigen Lego-Themenbereichen konnten wir uns auch dieses Mal ganz ungezwungen und ohne Zeitdruck mit Besuchern, Zuschauern und dem ein oder anderen alten Bekannten unterhalten. In der LEGO World wurde natürlich auch fleißig weitergewerkelt und so bauten wir die Eisenbahnstrecke um ein weiteres Stück aus. Mit dem Lego Disney Set Die Hütte von Schneewittchen und den 7 Zwergen stellten wir euch einen echten Trickfilm-Klassiker vor. Bereits im Mai konnten wir euch das Modell der Pariser Kathedrale Notre Dame aus der Lego Architecture-Reihe vorstellen. Außerdem zu sehen auf unserem Kanal gab es den Lego City Doppeldeckerbus und die NASA Artemis-Rakete samt Startrampe. In Sachen LEGO World tauchten wir erneut zum Korallenriff hinab, um den vorderen Teil des alten Schiffswracks zu vollenden. Zum Ende der ersten Jahreshälfte
besuchten wir ein weiteres Mal die Lego-Fan-Ausstellung Absolut Steinchen in St. Augustin. Auch in diesem Jahr fand die Ausstellung in den Räumlichkeiten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg statt und zeigte den Besuchern erneut wieder Einzigartiges aus Legostein. Im heimischen Keller bekam unsere Stadt mit dem Autotunnel eine direkte Verbindung zu einem anderen Teil der Stadt. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, wo genau dieser Tunnel hinführt, das bekommt ihr 2025 zu sehen. Ebenfalls im Juni stellten wir euch dann gleich 2 Sets aus der Lego-Themenreihe Icons vor. Zum einen den Sportwagen Lamborghini Countach 5000 und zum anderen den zweiten Lego Autobot Bumblebee aus der Transformer Filmreihe. Im Juli bekamen wir es mit gleich 2 Ungeheuern der Tiefsee zu tun. Zum einen stellten wir euch das Lego Ideas Set Der Weiße Hai vor und zum anderen ließen wir den Kraken auf unser Korallenriff los. Mit dem Lego Set Burg Himeji, das bereits im August 2023 in der Architecture-Reihe erschien, gab es ein weiteres Speedbild-Video zu sehen. Im August blickten wir mit den Lego World Folgen 200 und 201 noch einmal zurück auf die vergangenen 8 Jahre Bauzeit und den unzähligen Stadtupdates. Ebenfalls in diesem Monat durften wir bei den langen Sommernächten 2024 im Legoland Günzburg zu Gast sein. Mit dem Fuchsbau aus der Harry Potter Themenwelt und dem Legend of Zelda Dekobaum aus dem Nintendo Franchise stellten wir euch 2 weitere Lego Neuheiten vor. Im September gab es dann gleich 3 große Termine in Sachen Lego für uns. So besuchten wir nicht nur die Bricks & Friends in Köln oder die Lautersteine Lego Fan Ausstellung in Landstuhl, sondern durften auch ein weiteres Mal an den Lego Fan Media Days im dänischen Billund teilnehmen. Mit der 202. Folge Lego World vollendeten wir dann auch noch den Bau des Korallenriffs und stellten euch mit dem Nightmare Before Christmas Set ein weiteres Lego-Modell aus der Ideas-Reihe vor. Ein Hauch von Grusel lag in der Luft, als wir in gleich 2 Stadtupdates aus einer verlassenen Ruine an der Tunnelausfahrt einen alten Friedhof in die Lego-Welt bauten. Im Oktober stellten wir euch mit dem Botanischen Garten auch ein weiteres Highlight aus der Ideas-Themenwelt vor. Und wenige Tage später folgte mit dem Lego City Sattelzug ein weiteres Modell für unsere Stadt. Im November ging es in unserer Stadt mit dem nächsten großen Bauprojekt erst einmal wieder unter Tage. Und so entstand in den ersten 2 Bauabschnitten eine New Yorker Subway Station. Mit dem Forscherschiff Endurance, das wir euch ebenfalls vorstellen durften, kam mein persönliches Lego-Highlight in diesem Jahr heraus. Gegen Ende des Monats besuchten wir in den Stuttgarter Messehallen mit der Schwabenstein unsere letzte Lego-Fan-Ausstellung in diesem Jahr.
Mit dem Eckhaus im Tudor-Stil konnten wir euch bereits im Dezember das neue Modular Building für das Jahr 2025 vorstellen. Und mit den Icon-Sets, Postamt des Weihnachtsmannes und dem Weihnachtskranz wurde es dann langsam auch weihnachtlich auf dem Kanal. Bevor es allerdings in die Festtage ging, vollendeten wir in der LEGO World noch den dritten Bauabschnitt unserer Subway Station. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Jahresrückblickes angelangt. Natürlich sind auf dem YouTube-Kanal in diesem Jahr noch viele Dinge mehr passiert und auch auf unseren Social-Media-Plattformen gab es noch vieles mehr zu entdecken. Was waren eigentlich eure Highlights in diesem Jahr und auf was freut ihr euch im nächsten Jahr am meisten? Schreibt es uns wie immer in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wie auch in den vergangenen Jahren möchten wir uns am Ende dieses Videos bei euch bedanken. Für euer Feedback, die vielen Kommentare, eure Ideen und manchmal auch für ganz persönliche Worte. Deshalb freuen wir uns auf 2025, wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und bleibt kreativ.